Moin und herzlich willkommen zu meinem Infovideo für Neueinsteiger, die jetzt mit dem Spiel The Division 2 von Tom Clancy anfangen. Eins vorweg: Dieses Video wird dir keine Antwort auf alle deine Fragen liefern, aber vielleicht bietet es dir erste Anhaltspunkte, womit du dich in den ersten Spielstunden beschäftigen kannst. Damit du dich vielleicht ein kleines bisschen besser zurechtfindest, hier noch eine wirklich kurze Übersicht mit den wichtigsten Meilensteinen in Division 2. Veröffentlicht wurde das Spiel im März 2019. Seitdem gab es jede Menge neue Inhalte und Änderungen, die hier im Überblick dargestellt sind. Die Auflistung ist nicht vollständig. Pro Season gab es natürlich auch zum Beispiel neue Sets und Waffen oder neue exotische Items. Wenn du die genauen Änderungen erfahren möchtest, dann schau dir am besten die Patch Notes für die jeweiligen Updates an. In dieser Übersicht habe ich mich auf die interessantesten Neuerungen beschränkt. Okay, los geht's! Du hast das Spiel erfolgreich installiert und beginnst einen neuen Charakter. Im Menü kannst du zwischen einem normalen und einem Hardcore-Agent wählen. Hardcore bedeutet, dass du nur ein einziges Leben hast. Stirbst du, musst du komplett von vorne anfangen, es gibt keinen Respawn. Deshalb empfehle ich dir, dass du zunächst einen normalen Agenten erstellst. Nachdem du die Einführungsmission durchgespielt hast, hast du die Qual der Wahl. Von vorne anfangen, den Level 30 Boost vom DLC Warlords of New York nehmen oder gleich auf 40 boosten, wenn du auch das neue DLC Battle for Brooklyn besitzt. Wenn du wirklich tief in die Story eintauchen und dir Zeit nehmen willst, dann empfehle ich dir bei 0 anzufangen, also ohne den Boost. Du spielst dann alle wichtigen Missionen in Washington durch und kannst viele Sammelobjekte entdecken, die dir die Story näher bringen. Wenn du einen der Boosts wählst, musst du nur von 30 auf 40 hochspielen oder startest sogar direkt bei Level 40. Agent, wir haben einen Notruf aus New York erhalten. Hier hast du dann bereits eine Vielzahl an Sammelobjekten im Inventar, hast verschiedene Fertigkeiten und auch Missionen freigeschaltet. Da steht ein Helikopter bereit. Wir müssen los. Dabei kannst du aber einige Kleinigkeiten wie Nebenmissionen nicht mehr machen. Wenn dich das nicht stört, dann kannst du getrost einen Boost verwenden. Nachdem du Level 40 erreicht hast, musst du dir noch die sogenannte SHD-Uhr von Aaron Keener holen. Das machst du im Weißen Haus beim Quartiermeister. Mit dieser Uhr beginnt der Spaß in TD2. Was machst du, nachdem du Keeners Uhr hast und mit dem SHD-Leveln anfängst? Es gibt eine Fortschrittsanzeige, die dir auflistet, welche Projekte und Aufgaben du noch erledigen musst, um zum Beispiel einzelne Stadtteile freizuspielen. Dafür ist Washington erstmal deine Hauptkarte. Daneben kannst du das Hauptspiel durch die beiden DLCs Warlords of New York und Battle for Brooklyn erweitern. Beide DLCs bringen dir weitere Missionen und Aktivitäten mit verschiedenen Belobigungen und natürlich tieferen Einblicken in die gesamte Story von Division 2. Dann gibt es eine Projektübersicht, die dir die aktuellen Tages- und Wochenprojekte oder Spezialprojekte anzeigt. Zusätzlich kannst du jede Menge Belobigungen machen und Armpatches sammeln. Neben den Missionen und Aktivitäten auf der Map gibt es noch den Summit. Da kannst du 100 Etagen im Hochhaus laufen und für bestimmten Loot die zielgerichtete Beute entsprechend einstellen, verschiedene Herausforderungen meistern oder das Projekt für die Weste Ridgeways Stolz bekommen. Der Countdown oder das Penco Fairview Kraftwerk ist ideal zum Farmen von Items. Du kannst wie im Summit die zielgerichtete Beute einstellen und verschiedene Belobigungen bekommen, wenn du die dafür notwendigen Aufgaben erledigt hast. Mit den Countdown-Credits kannst du bei einem speziellen Händler im Weißen Haus verschiedene Items und auch Exokisten kaufen.
Du kannst selbst einen Countdown öffnen und Leute suchen oder über das Matchmaking eine bestehende Gruppe finden. Dann gibt es die Fahndungsmission. Für die vergangenen Fahndungen kannst du jeweils die Endmission wiederholen. Dazu musst du den Modus der Mission umstellen. Für die aktuelle Fahndung findest du die Späheraufgaben ebenfalls über den Map-Knopf auf dem entsprechenden Reiter. Neben der Fahndung kannst du deine Reise starten und fortführen. Du findest die zu erledigenden Aufgaben über das Season-Menü im Inventar. Wenn du die einzelnen Stufen innerhalb der Reise meisterst, bekommst du extra Belohnungen wie zum Beispiel Exokisten oder Materialien. Zusätzlich spielst du sogenannte Modifikatoren frei, die für die jeweilige Season gelten. Mit den Modifikatoren kannst du zusätzliche Boni aktivieren, die den Spielspaß erhöhen. Außerdem hilft dir die Reise, um deine Season schneller zu leveln. Zum Leveln der Season oder auch zum Farmen von Materialien und exotischen Items lohnen sich auch die sogenannten Prioritätsziele. Am Ende der Fahndung und Season gibt es eine finale Mission mit einem besonderen Schwierigkeitsgrad. Wenn du hier die Meisterstufe erfolgreich abschließt, bekommst du das jeweilige exotische Item, was es für diese Mission zu holen gibt, garantiert ins Inventar. Neben der Reise gibt es auch verschiedene Events, die in unregelmäßigen Abständen verfügbar sind. Auch hier kannst du bestimmte Aufgaben erledigen und Event-Währung verdienen. Mit dieser Währung kannst du beim Eventhändler einkaufen. Wenn du noch Blaupausen zum Anfertigen von Items benötigst, du aber keine Blaupausen mehr über Kontrollpunkte oder Projekte erhältst, dann kannst du dafür den Abstieg laufen. Wenn du den Endgegner besiegt hast und zusätzliche Schleifen läufst, steigt die Chance, sogenannte Wiederherstellungsbehälter zu bekommen, in denen Blaupausen drin sind. Außerdem verdienst du Abstiegswährung, mit der du zusätzliche Behälter kaufen kannst. Simulation aktiv. Prioritätsziel verfügbar, Agent. Und zu guter Letzt gibt es noch die beiden Raids Dunkle Stunden und Stahlross, sowie den Mini-Raid bzw. den Übergriff Verlorenes Paradies. Das sind komplexe Missionen für 8 Spieler bzw. im Falle des Übergriffs für 4 Spieler. Für die Raids gibt es den Entdeckermodus, für den du eine Gruppensuche starten kannst. Allerdings bekommst du die Raid-Exos nur auf der Schwierigkeit Normal. Und dafür gibt es kein Matchmaking. Für den Übergriff kannst du ebenfalls eine Gruppensuche machen. Allerdings lohnt sich das meiner Meinung nach nur, wenn du schon eigene Erfahrung mitbringst oder in einer Gruppe landest, die genau weiß, was sie tut. Es gibt auch einen kleinen PvP-Bereich in Division. In 3 verschiedenen Dark Zones oder auch im Konfliktbereich kannst du gegen andere Spieler oder Teams antreten. Bei diesen ganzen Aufgaben und Aktivitäten in Division kannst du dir SHD-Punkte verdienen. Du sammelst beim Erledigen dieser Aufgaben nämlich Erfahrungspunkte, kurz XP. Ist deine Erfahrungsleiste gefüllt, bekommst du einen Stufenaufstieg und mit diesem Stufenaufstieg auch einen SHD-Punkt. Was machst du dann mit diesen SHD-Punkten? Diese Punkte kannst du reihum in den 5 Bereichen deiner Uhr verteilen: Angriff, Verteidigung, Handling, Zusatz und Plündern. Wenn du die Punkte vergeben hast, kannst du sie nicht zurückholen und anders verteilen. Das macht aber nichts, denn das Ziel ist, die Uhr voll zu bekommen, also die 4 Hauptbereiche komplett hochzuleveln. Das hast du dann erreicht, wenn du SHD Level 1000 bist. Da du die SHD-Punkte bis 1000 im Uhrzeigersinn vergeben musst, musst du zwangsläufig immer in einem Bereich und den Unterkategorien einen Punkt vergeben. Wie du die Punkte allerdings in den einzelnen Bereichen vergibst, ist zu Beginn Geschmackssache.
Wenn du gern Schaden verteilst, dann solltest du zuerst auf Chance durch kritische Treffer gehen. Wenn du lieber aus der Deckung spielst, dann lege den Schwerpunkt auf Fertigkeitenschaden. Und wenn du gern zwischen Gegnern hin und her läufst, macht ein bisschen mehr Rüstung vielleicht Sinn. Der untere Bereich mit den Plünderpunkten ist nie abgeschlossen. Hier kannst du nach Bedarf die Punkte für diejenigen Materialien vergeben, die du zum Optimieren deiner Ausrüstung benötigst. Neben den SHD-Punkten bekommst du auch Unmengen an Loot. Da Division ein Loot-Shooter ist, heißt das auch, dass du eine lange Zeit damit beschäftigt bist, immer bessere Ausrüstungsgegenstände zu suchen und zu sammeln. Was machst du nun mit dem ganzen Loot, den du mitgenommen hast? Als erstes schaust du, ob du dein aktuelles Bild verbessern kannst. Es gibt Set-Items in verschiedenen Farben. Wenn du bei 0 anfängst, dann startest du mit grauen Items, dann hellgrünen, blauen und lilafarbenen Items. Später kommen goldene und dunkelgrüne sowie rote, also exotische Items, dazu. Die dunkelgrünen Items gehören zu den Gear-Sets. Alle übrigen Items gehören zu den sogenannten Brand-Sets bzw. Markensets, bei denen dann goldene Items die höchste Stufe sind. Sobald du Level 40 bist und die SHD-Uhr hast, macht das Bauen von Builds erst richtig Sinn. Dafür gibt es eine Vielzahl an Marken und Sets, die du ausprobieren kannst. Eine komplette Liste mit allen Set-Boni gibt es in-game zwar nicht, aber wenn du die zielgerichtete Beute im Countdown oder Summit einstellst oder die Know-how-Station inspizierst, erhältst du zumindest einen ersten Überblick, welche Sets zum Farmen zur Verfügung stehen. Jedes Brand- oder Gear-Set hat verschiedene Boni, je nachdem, wie viele Teile du von einem Set anlegst. Welche Boni du bekommst, kannst du immer auf einem der Set-Items nachlesen. Der Bonus unterscheidet sich bei Gear-Sets auch darin, ob du die Weste und/oder den Rucksack eines Sets nutzt. Es gibt verschiedene Bildtypen, wie zum Beispiel den Heiler, den Statusspieler, einen Tank oder Damage-Dealer. Ziel ist, das Bild für den gewählten Zweck so gut es geht zu optimieren. Außerdem gibt es für jedes Bild auch verschiedene Varianten, wie du es zusammenstellen kannst. Also teste gerne ein bisschen, lass deiner Kreativität freien Lauf und probiere verschiedene Dinge aus. Und was machst du dann mit dem restlichen Loot, den du nach dem Verbessern deines Builds übrig hast? Dafür gibt es noch die Bibliothek und die Know-how-Station. Du kannst deine Ausrüstung, also Sets und Waffen, auch rekalibrieren, hochrollen, optimieren und mit einem Expertise-Rang versehen. Dafür musst du jedoch als erstes deine Bibliothek mit Werten befüllen. Bessere Werte werden mit einem kleinen Pfeil angezeigt. Bei dem Loot, den du gesammelt hast, schau also zuerst, welche Werte und Talente du in die Bibliothek packen kannst. Wenn du den Wert extrahierst, dann denk daran, dass das Item zerstört wird. Sachen, die du behalten willst, kannst du als Favorit markieren. Mit Hilfe der Werte in deiner Bibliothek kannst du deine Items dann rekalibrieren oder umrollen. Das bedeutet, dass du in der Bastelstation eins der Attribute oder ein Talent in ein anderes Attribut oder Talent änderst. Wenn du das bei einem Item gemacht hast, kannst du kein zweites Attribut mehr umrollen. Du kannst nur den bereits rekalibrierten Slot erneut verändern. Außerdem kannst du bei benannten Items das perfekte Talent oder das Spezialattribut nicht extrahieren oder verändern. Hochrollen bedeutet, dass du ein vorhandenes Attribut auf einen höheren Wert verbesserst. Optimieren bedeutet, dass du ein Attribut, was du nicht mehr rekalibrieren oder hochrollen kannst, auf den maximalen Wert verbesserst. Vollständig maximierte Items kannst du dann mit einem zusätzlichen Bonus versehen, indem du die Know-how-Stufe erhöhst.
Dafür musst du als erstes deine Items auf das höchste Expertise-Level bringen und danach deine Know-how-Stufe auf deinen Items aufwerten. Übrigens, meiner Meinung nach musst du dir zu Anfang noch keine Gedanken über das Optimieren von Items oder über deine Know-how-Stufe machen. Für beides brauchst du immens viele Materialien, die du zu Beginn deiner Division-Karriere noch nicht hast. Vollständig optimierte Items oder Know-how-Stufen brauchst du eigentlich erst dann, wenn du den sogenannten Endgame-Content, also Raids, legendäre Missionen oder PvP, spielen willst. Die übrig gebliebenen Items aus deinem Loot spendest du also für deine Know-how-Station und verkaufst das, was übrig bleibt. Denn ein bisschen Ingame-Währung brauchst du zum Optimieren oder Anfertigen von Items auch. Was sind denn eigentlich Waffenvorteile, Ausrüstungs- und Fertigkeiten-Mods? Die Waffenvorteile bzw. Waffenaufsätze verbessern deine Waffe durch die ausgewählten Aufsätze. Du kannst zum Beispiel andere Zielfernrohre oder Magazine neben den Standardaufsätzen herstellen, sobald du die Blaupausen dafür gefunden hast. Blaupausen gibt es zum Beispiel über Projekte oder beim Einnehmen von Kontrollpunkten. Mithilfe der Aufsätze kannst du die Werte deiner Waffe verbessern. Gleiches gilt für deine Ausrüstung und deine Fertigkeiten. Du kannst Mods ganz normal farmen und findest diese dann in deinem Inventar. Auf Maske, Rucksack und Weste kannst du jeweils eine Mod einfügen. Das kann zum Beispiel bei einem Damage-Bild eine Mod mit Chance auf kritische Treffer oder Schaden auf kritische Treffer sein. Wenn du einen Tank spielst, kannst du zum Beispiel auf dein Schild eine Mod draufpacken, die die Lebensenergie deines Schildes erhöht. Und was sind Spezialisierungen und was kann man damit machen? Es gibt insgesamt 6 Spezialisierungen in Division. Die Feuerwand, den Richtschützen, den Techniker, den Zerstörungsexperten, den Überlebensexperten und den Präzisionsschützen. Jede dieser Spezialisierungen hat einen eigenen Spezialisierungsbaum mit Vorteilen, der jedoch teilweise freigespielt werden muss. Teilweise deshalb, weil es 3 Spezialisierungen gibt, die du sofort erhältst. Die anderen 3 Spezialisierungen musst du freispielen. Entweder indem du die Aufgaben machst, oder du spielst die benötigten Punkte einfach so zusammen, indem du Kontrollpunkte und Missionen machst. Die Punkte kannst du dann im Spezialisierungsbaum verteilen, zum Beispiel für mehr Waffenschaden oder einen Gruppenbonus. Mit diesen kurzen Einblicken in The Division 2 hast du hoffentlich eine Vorstellung davon bekommen, was du alles anstellen kannst. Wenn du ganz neu beginnst, kann die Fülle an Informationen und Möglichkeiten schon ein wenig überwältigend wirken. Lass dich davon nicht entmutigen. Ganz zu Anfang brauchst du kein perfektes Bild und du musst dein Können auch nicht anhand deiner Wiederbelebungen oder Tode messen. Je länger du spielst, desto mehr Erfahrung sammelst du. Hier noch ein paar kleinere Tipps und Tricks, die dir die Handhabung und Nutzung des Spiels etwas erleichtern. Sobald du Safehouses, Missionen und Kontrollpunkte freigespielt hast, kannst du diese als Schnellreisepunkt nutzen. Dann musst du nicht quer über die Map laufen, wenn du irgendwo hin willst. Falls du den Jahr 1 Pass gekauft hast, kannst du sogar die Geheimmission als Schnellreisepunkt nutzen, sofern du sie auf deiner Karte entdeckt und freigespielt hast. Eine Schnellreise funktioniert übrigens auch mit den grünen Ressourcenkonvois oder der Unterstützung beim Einnehmen eines Kontrollpunkts, die mit einer grünen Pistole markiert ist. Auf der Karte siehst du übrigens auch, wann die zielgerichtete Beute in den verschiedenen Kartenbereichen resettet wird. Du kannst zwar den Loot auf der Karte nicht einstellen, aber es lohnt sich, auch hier im Blick zu behalten, wo du welche Sets farmen kannst. Wenn du ganz bestimmte Items suchst, dann nutze unbedingt den Countdown oder den Summit. Für beide Aktivitäten kannst du sowohl die zielgerichtete Beute einstellen, als auch Matchmaking machen.
Nutze auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen auf der Karte oder bei den Aktivitäten. Je höher du die Schwierigkeit einstellen kannst, desto größer ist die Chance auf vernünftigen Loot. Für deine Builds und dein Aussehen gibt es übrigens auch Speichermöglichkeiten. Wenn du dir ein Set zusammengestellt hast, markiere die Items zunächst als Favorit. Dadurch verhinderst du ein versehentliches Löschen der Gegenstände. Zusätzlich kannst du das Set abspeichern, damit du die Teile nicht jedes Mal manuell ausrüsten musst. Das gleiche funktioniert auch mit deinem Aussehen. Wenn du eine coole Bekleidung zusammengestellt hast, kannst du auch diese abspeichern und bei Bedarf jederzeit wieder anlegen. Falls du gern anderen Leuten helfen möchtest, kannst du über die Karte auch den Bereich für die Hilferufe aktivieren. Sobald jemand einen Hilferuf sendet, bekommst du unten links eine kleine Info eingeblendet. Außerdem kannst du auf der SHD-Map den Hilferuf einsehen und annehmen. Wenn du einen beliebigen Hilferuf annehmen möchtest, dann kannst du das über die Matchmaking-Funktion machen. Du trittst dann automatisch einem Spieler bei, der Hilfe benötigt. Je mehr Spielern du hilfst, desto höher steigt dein Beschützerrang. Dieser Rang wird hinter deinem Namen in-game mit einer Zahl zwischen zwei Flügeln angezeigt. Der höchste Beschützerrang ist 99. Dieser Rang wird nach Ablauf des Timers resettet und du musst dann wieder bei 0 anfangen. Übrigens kannst du auch nach Hilfe rufen, wenn du down gegangen bist und eine Mission oder Aktivität für dich allein zu schwer sein sollte. Ganz wichtig, um deinen eigenen Beschützerrang zu erhöhen, musst du eine Belobigung von einem anderen Spieler erhalten. Deshalb achte unbedingt darauf, wenn du selbst Hilfe brauchst, dass du deinen Unterstützer belobigst, sobald du den entsprechenden Hinweis bekommst. So bekommt dieser ebenfalls die Chance, seinen Beschützerrang zu erhöhen und du bedankst dich auf diese Weise bei deinem Mitspieler. 75% abgeschlossen. Und wenn du irgendwann nicht mehr alleine spielen oder auf das Matchmaking angewiesen sein möchtest, dann gibt es in-game die Möglichkeit, nach Clans zu suchen. So kannst du dich mit Gleichgesinnten zusammenschließen und Aufgaben gemeinsam erledigen, vielleicht sogar im Sprachchat mit Hilfe eines Headsets und Mikrofons. Auf der Xbox gibt es auch die Gruppensuche, mit der du selbst nach Spielern für bestimmte Aktivitäten suchen oder bereits vorhandene Einträge durchsuchen kannst. Und zu guter Letzt gibt es verschiedene Möglichkeiten im Internet, ebenfalls Informationen zu bekommen oder Leute zu finden, zum Beispiel über Facebook, Reddit oder Discord. So, ich denke, das waren nun die letzten Tipps und Hinweise für dich. Mit Sicherheit wurden nicht alle deine Fragen beantwortet. Und du wirst zu den einzelnen Bereichen immer unterschiedliche Meinungen finden, je nachdem, welche Spieler du fragst. Lass dich davon nicht verunsichern. Solange du nicht darauf angewiesen bist, dass du bestimmte Damage-Werte, zum Beispiel für den Übergriff, brauchst, solltest du deinen Spielspaß in den Vordergrund stellen. Mach das, wozu du Lust hast und womit du gut zurechtkommst. Ich hoffe, dass du ein paar Informationen für dich mitgenommen hast. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Bis dahin alles Gute, viel Spaß im Spiel und bis zum nächsten Mal.